Bonjour. Bonjour. Guten Morgen, wir sind in Europa und wir sind in der Karibik. Ja, genau. Frankreich in der Karibik. So genau wollte ich sagen. Also, um aufzulösen, wo wir sind auf Martinique. In unserem Hilton Hotel, wie man sieht. Na, nicht so ganz. Hier gibt es nämlich keine großen Hotelketten, eher viele kleine Apartments. Deswegen haben wir über Airbnb hier uns die Villa Tim für eine Woche gemietet. Wir verlinken euch mal diese Villa über Airbnb unten. Kann ich euch definitiv empfehlen. Das ist eine luxuriöse, kann man schon sagen, Villa, ein Apartment hier mitten on top eines Berges mit Blick über Fort de France. Das ist also die Hauptstadt von Martinique. Wir packen unsere Sachen, das ist gar nicht so einfach, wir müssen ja alles bedenken. Wir machen heute nämlich eine Rundtour über die Insel. Die Insel ist ziemlich groß, auf den ersten Blick scheint sie gar nicht so groß, aber die Wege sind weit. Wir sind nämlich im Süden der Insel und wir müssen zum Vulkan, denn hier auf der Insel ist ein, der nicht mehr aktiv ist. Der Vulkan, der ist im Norden und auf dem Weg zu dem Vulkan kommen wir an der Hauptstadt vorbei und auch an einem ganz bekannten Restaurant. Aber das besuchen wir heute Abend dann, sofern wir einen Platz bekommen. Und wie üblich, falls ihr uns unterstützen wollt, also uns etwas Gutes tun wollt, dann könnt ihr gerne den Link unten zu Airbnb nutzen. Dann könnt ihr euch dort anmelden, bekommt dann auch gleichzeitig noch eine Gutschrift, also quasi einen Gutschein für eure nächste Buchung. Und wir ebenfalls. Wir bekommen dann Guthaben und können das nächste Mal irgendwo auf der Welt ein Airbnb ebenfalls günstiger, genauso wie ihr, anbieten. Wir waren ja heute auch schon wieder fleißig, haben ein wenig gewalkt. Hier kann man nämlich Berg- und Talwanderung quasi machen. Das ist furchtbar anstrengend, kann ich euch sagen. Also es ist nicht so wie auf dem Laufband immer schön geradeaus laufen, sondern es geht teilweise richtig steil runter und wieder steil hoch. Anstrengend. Also haben wir schon mal ganz gut was geleistet heute. Unser Auto, was wir hier auf Martinique haben, für die ganze Zeit habe ich über Hertz wieder mal gemietet. Und das Coole ist, wir haben ein ganz normales Auto, also eigentlich eher so ein kleinen Kombi gemietet. Und wir haben bekommen einen kleinen Geländewagen. Wow, also das ist wieder so ein kleiner Travel-Hack von uns. Mit unserer American Express Platinum Kreditkarte haben wir ja verschiedene Status dabei und darunter auch bei Hertz. Auch bei Avis und auch bei Sixt. Und das Coole ist, man bekommt dann immer ein Upgrade in eine höhere Kategorie, genauso wie halt beim Hotel auch. Aber das haben wir hier ja nicht. So, auf geht's. Da war ich jetzt schon im nächsten Urlaub, Leute. Ich habe Hertz gesagt, ich meine natürlich Sixt. Im nächsten Urlaub in den USA habe ich ein Auto bei Hertz gemietet. Ja, jetzt sind wir hier vorbei an Fort de France. Das haben wir ausgelassen, denn die Großstadt müssen wir jetzt hier auf der Insel nicht haben. Weil das ist eine typische Großstadt, französische Großstadt. An der Küste entlang, wir fahren jetzt erstmal in Richtung Saint-Pierre. Dort ist nämlich ganz früher der Vulkan ausgebrochen und die Lava runter und hat das Dorf weiter oben zerstört. Zu diesen Ruinen gehen wir jetzt erstmal. Auf dem Weg aber haben wir ein kleines Fischerdorf entdeckt und da wird ganz frisch Fisch hier zerkleinert. Ich glaube, die holen hier ein Riesennetz rein. Und da werden dann bestimmt ganz viele Fische drin sein und diese dann irgendwie verkaufen. Das ist eine ganz einfache Sache. Da hinten könnt ihr sehen, ist da das Seil. Und das geht da immer so rum. Ich denke, da werden sie quasi das reinholen. Ich habe übrigens rausgefunden, die Trommeln werden hier selber gemacht. Und zwar gibt es nur noch wenig Familien, die diese Trommeln hier auf Martinique selber herstellen. Aus alten Rumfässern werden die gemacht. Und
bespannt. Und zwar extra für denjenigen, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, extra für denjenigen, der die Trommel spielt. Beschwören die Fische. Auf einen guten Fang sozusagen. Genau. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber der große Fang ist ausgeblieben. Also es sind ganz viele kleine Fische. Und hier die Pelikane, die wittern schon ihre Chance, was abzugreifen. Aber ich glaube, die bekommen nichts ab. Ich verstehe zwar kein Wort, aber wir klatschen mal mit. Es wird gefeiert, der Fang. Ist doch cool. Was für ein Glück für uns, dass wir sowas hier mal erleben konnten. Das war völlig unerwartet. Und hat richtig Spaß gemacht, so mal mitzumachen, mitzuziehen am Seil. Ja, war cool. Ja. Aber ich habe gedacht, da ist jetzt vielleicht ein Hai drin, der da vorne ja geschlachtet worden ist, dass da einer drin ist. Aber leider nicht, so alles nur kleine Fische gewesen. Aber egal, die haben ja mit Sicherheit ihren Spaß daran. Schau dir noch mal an, da vorne ist wirklich ein Hai, ein Frischer gekommen. Echt? Oh, Ja, gucken wir mal. deswegen habe ich ja gesagt, da ist ein Frischer gekommen. Ja, so gehen sie mal richtig. Weiter geht's in Richtung Saint-Pierre. An der Küste entlang. Hier ist auch wieder so ein kleines Dörflein mit einer tollen Kirche im Ortskern. Da könnt ihr sie sehen. Aber wir fliegen jetzt mal ein bisschen mit der Drohne. Was ich euch aber noch sagen wollte, wir wollen auch gleich was einkaufen gehen oder zumindest was essen. Das Tolle ist ja hier, wir sind hier quasi über See. Wir sind ja in Europa, haben wir am Anfang des Videos ja gesagt. Das heißt, hier können wir auch mit Euros bezahlen. Hier ist die Währung Euro. Wow, und wir sind in der Karibik. Cool, oder? Und das andere ist, wir können hier ganz normal telefonieren. Hier ist das EU-Netz, Telekom-Netz, aber auch Vodafone und alle anderen Anbieter sind hier. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Da oben ist der Mont Pelé. Ja, unser Französisch wieder. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, aber ich glaube, es ist okay. Und das sind die Ruinen hier von Saint-Péray. Wieder mal hoffentlich richtig ausgesprochen. Die ehemalige Hauptstadt ist das. Und zwar wurde die 1902 bei einem Vulkanausbruch komplett zerstört. Bis auf diese Ruinen hier. Und es gab nur einen einzigen Überlebenden. Das war ganz witzig. Ich hab das recherchiert, gebe es jetzt zu, sonst wüsste ich das auch nicht. Klar, woher auch sonst. Jedenfalls eine Kneipenschlägerei hat er gehabt und ja, dann wurde er in ein Gefängnis, in ein massives Gefängnis. Vielleicht ist das hier auch irgendwo zu sehen. Eingesperrt und schwer verletzt hat er diesen Vulkanausbruch als einziger überlebt. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your
wieder faszinierend. Zuschauer hat man immer dabei bei dem Drohnenflug. Aber tolle Aufnahmen geworden, oder? La Petit Bonhomme. Na gut, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Schauen wir mal. Es ist erst Mittag, wir haben Hunger. Ihr kennt uns ja, wenn wir Hunger haben, dann müssen wir was essen. Hoffentlich haben sie was zu essen, weil ich habe gelesen, dass es erst ab 19 Uhr Essen geben soll. Na, aber hier ist Leute ein, trinken Bier. und mit Sicherheit essen sie auch was. Bonjour. Bonjour. Das habe ich auch noch nie gehabt. Hände schütteln in einer Bar. Ach. Ah, okay. What do you want to drink? One beer for me. I go for a mojito. A mojito? 2 minutes, okay? Okay, thank you. Okay. Ja, das ist schwierig. Wenn man hier in Frankreich, ihr kennt es ja vielleicht, versuchen möchte, auf Englisch irgendwie was zu bestellen, wird das schon schwierig. Aber es gibt eine Mitarbeiterin, die kann sehr gut Englisch. Ich sehe schon, auf der Karte ist auch nur Französisch zu sehen. Das machen wir jetzt. Alors ce midi, dans les entrées, vous avez l'assiette gourmand. Ja, genau, eine deutsche Karte gibt es. Lebendige Langusten. Was ist das denn? Wolf der Karibik. Völliger ganzer Braten im Ofen. Kannst einen Wolf essen. Wir können hier vorspeisen und teilen. Und Krebs schwimmen in Vanille. Das ist auch noch besser. Ja, wir haben uns dieses Restaurant übrigens ausgesucht, weil wir im Internet lange geguckt haben. Und bei Le Petit Bonhomme, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich kann auch kein Französisch, da ist ein inselbekannter Koch, der kommt von Martinique. Und sein Markenzeichen ist, schade, dass er jetzt nicht da ist, Hot Pants. Das ist der Mann in Hot Pants. Hauteng, wirklich hauteng und blonde Locken, aber ist schwarzer. Sieht super aus. Schade, dass er nicht da ist. Was isst du denn da? Entenstopfleber? Ich glaub's ja nicht. Ich bin ja wohl in Frankreich, da darf ich das essen. Was hast du denn? Ich habe einen Salat aus dem geräucherten Fisch. Das ist interessant, das ist eine super scharfe Martinique-Chili. Also mal schauen, ob sie wirklich super scharf ist und ob sie vielleicht Thai spicy ist. Ich habe nur so ein bisschen abgebissen. Alter Falter. Es ist Thai spicy. Es ist mehr als Thai spicy. Alter Falter. Hat er einen neuen Fan auf seiner Uhr da drüben an der Bar? Ich brauche auch so eine Facebook-Fan-Uhr. Nee, YouTube-Abonnenten-Fan-Uhr gibt es auch, ne? Ja. Genau. Nee, ohne Spaß, Leute. Hier lügen die ganzen Videos, die es im Internet gibt über das Restaurant und die Bewertungen auf Instagram, sage ich, auf TripAdvisor und Google nicht. Also die Vorspeise war grandios. Okay, die Übersetzung der deutschen Karte, wir blenden sie euch mal ein. Ich habe extra ein Foto gemacht. Die lässt zu wünschen übrig, aber dank Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch lässt sich das ganz einfach kombinieren. Der Fisch war nicht geräuchert, er war roh und er war absolut fantastisch in dem Salat. Das von mir. Thank you. Ich habe hier Flusskrebs. Weiß, es sieht ja gar nicht aus wie Krebs. Ja, doch, es ist ein Krebs. Da, hat der Scheren. Und du hast Thunfisch. Halb gekocht, halb durch. So, das war richtig lecker und gar nicht so teuer. Wir haben erst gedacht, es wird schon über 100 € kosten. Nein, nur 87 € mit Getränken und 2 Vorspeisen und 2 Hauptgängen. Also völlig okay, finde ich. Ja, und dafür, dass es halt hier auf der Insel so einmalig ist, fehlt nur noch der tatsächliche Inhaber und Koch. Aber Ja, der hat es war gefehlt. fantastisch. Ein echter Tipp. Ich kann es aber noch nicht aussprechen, wie es französisch heißt. Gut, aber jetzt kommt das nächste, was man auch erleben muss, hier auf Martinique. Denn hier ist es sehr bekannt, also alles, was eingeführt werden, ist natürlich teuer, ne? Aber Rum, der wird hier in mehreren Distillen selbst, also örtlich hergestellt. Und wir besichtigen jetzt mal eine Distille hier. Muss mal sein, oder? Irgendwie hat mich das total an Südafrika gerade erinnert, die Einfahrt. Sieht Ja. aus wie ein Weingut. Und ziemlich gut gepflegt alles.
Ja, da hinten ist dann, ich glaube, ist das Zuckerrohr? Ja, ne? Das wird ja aus Zuckerrohr gemacht. Eine richtig große Plantage oder ein Feld. Und gehen wir da mal rein. Vielleicht machen wir mal eine kleine Führung und probieren mal ein bisschen was, aber nicht zu viel. Ja. So, das ist jetzt hier hinter uns der Shop und hier haben wir eine Karte bekommen von dem großen Areal hier. Also der Zuckerrohr wird ja zerkleinert, zerstampft, mit Wasser gemischt und dann in ganz große Silos gepackt und dann eine Art fermentiert, Fermentation. Dann kommen sie in diese Holzfässer rein und werden erstmal ganz lange gelagert. Die sind bestimmt hier schon mehrere Jahre drin, so wie das aussieht. Die sehen ja uralt aus. Da drüben zum Beispiel sieht man anhand des Metalls, die sind relativ neu. Das Holz ist auch noch relativ hell. Ja. Und irgendwie nach 1 bis 2 Jahren werden sie wieder rausgeholt. Also mindestens 3 Jahre werden die übrigens, habe ich gerade gelesen, mindestens 3 Jahre werden sie da drin gelagert. Oh ja, yes. Oh. 36 Grad haben wir es. Also viel zu heiß eigentlich. Letzten Tage war es gar nicht so warm. Dachten wir, oh, und windig. Kann man mal sehen, was man damals so verdient hat, so als Distille oder als Familie. Das ist alles hier Antiquität hoch 10 mit ganz viel Tafelsilber und Silber. Also ein bisschen kenne ich mich damit aus. Also schon ziemlich teuer, was hier steht. Und Kameras. Kameras auch, falls du was kaputt machst. Oh ja. Oder mitnimmst, einsteckst. Ja, ja. Also das war ja der Essbereich, der Raucherbereich, also die Lounge, dann das kleine Bad. Also es gab ja damals nicht ein wirkliches Bad, das war einfach nur eine Schüssel, wo Wasser eingefüllt wurde. Das holte man aus dem Brunnen da und dann hat man sich gewaschen. Mein Gott, es war halt früher so. Oben ist geschlossen, jetzt dürfen wir noch den Garten besuchen. Und das war dann der Eintritt. Genau, 5 Euro pro Person. Da oben könnt ihr sehen, ist das ganze Zuckerrohr, also der Zuckerrohr, zum Brennen oder Herstellen. Und von diesen Distillen gibt es hier einige auf der ganzen Insel und die ist ja nicht klein. Bestimmt mindestens 10 habe ich jetzt gelesen. Oh, ich gehe mal wieder ein bisschen rein. Aber sehr gut verteilt auf der Insel. Also ich denke, einer reicht. Und dein Tresor, würde ich sagen. Robert Duck. Das habe ich gerade gedacht. Nur da kann ich nicht reinkriechen. Der Keller ist es dann. Nein, das ist oben, wo geschlossen ist. Da ist er das Gold versteckt. Und da würde er am liebsten mal drin baden in den ganzen Münzen, so wie Dagobert Duck. Okay, da es ja ein kleines Museum ist, kann man sich ein bisschen schlau lesen. Victor de Bars war der Sohn der großen Familie hier, aber der war gerade studieren. Und als er weg war, war ja hier der Ausbruch des Vulkans 1902 und dann ist die gesamte Familie, die hier war, gestorben dabei. 15 Jahre später ist er wiedergekommen und hat die Distille wieder eröffnet und ist damit ziemlich erfolgreich geworden. Sie besteht hier immer noch. Okay, so ein Tasting, wie es zum Beispiel in Südafrika überall in den Wineries gibt es hier leider nicht, also zumindest nicht hier oben, wahrscheinlich unten. Da ist ja auch ein Restaurant da unten. Ich meine, in Südafrika musst du ja auch bezahlen, ne, für das Wine-Tasting. Ich will das ja gar nicht kostenlos haben, sondern ging ja nur um das Feeling, wenn man schon in der Distille ist. Wahrscheinlich unten im Shop, aber im Restaurant, da würde ich jetzt nicht hingehen. Wir haben ja gut gegessen. Allerdings, also essen kann ich jetzt nichts mehr. So, wir können ja kein Französisch, aber das sieht nach einem Proberaum aus. Also, Wenn wir es wollen, können wir es schon. Also, das machen wir so auch. viel verstehe ich dann auch. Probieren können wir ja mal.
Und hier ist auch schön kalt. Das ist 36 Grad draußen. Oh. Da zieht es ja die Schuhe aus. Der ist stark, ja. Okay, wir haben uns entschieden. Wir nehmen den Depass 2002. Kostet 47,90 €. Kriegen wir hoffentlich mit nach Hause. Ein kleines Andenken muss ja sein. Genau. Gut, dann können wir weiter. Haben wollen. Okay. Nehmen wir. Can I pay with American Express? Yes. Okay. Wertvolle Punkte. Auch im Ausland, auch wenn es heißt, es gibt eine Auslandseinsatzgebühr, weil Punkte sind Punkte. Auslandseinsatzgebühr. Wir zahlen natürlich in Euro, also keine Auslandseinsatzgebühr. Habe ich wieder vergessen, hast du recht. Eigentlich ist das jetzt ja Aussichtsplattform, also Aussichtspunkt von Mont Pelé. Das ist also quasi der Vulkan oder der Anfang vom Vulkan. Da muss man noch hochwandern, ein ganzes Stück, das machen wir jetzt nicht. Außerdem ist das Wetter auch hier oben ein bisschen bewölkt. Heute. Ja. Und kühl, aber kühl geht eigentlich. So 26 Grad finde ich vollkommen in Ordnung. Unten waren es 36 Grad, das war schon viel. Ja, spannend ist ja, wir sind in den Wolken hier drin und ja, die ziehen da richtig vorbei. Also das ist ein tolles Schauspiel. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen. 4 Stunden? 4 Stunden, dann kannst du einmal um den Vulkan rumlaufen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja, Das nee. ist Französisch. Aber 4H heißt 4 Stunden. Das wird sein, jetzt zu viel, das schaffen wir gar nicht. Wir müssen nämlich irgendwann wieder zurück in den Süden der Insel, denn die Sonne geht auch irgendwann unter. Na gut, ein bisschen haben wir noch, aber bis wir da sind, wir bestimmt 2 Stunden, bis wir da sind. Oh, also, auf. Also ein paar Wanderwege gibt es ja hier um den Vulkan schon noch. Wir laufen jetzt mal so ein bisschen hier in die Pampa rein. Man merkt schon, das ist wie Dschungel. Also es wachsen hier wild Mango, Avocado, Ananas, Papayas und noch mehr Früchte, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht kenne. Aber finde ich schon cool. Wild, irgendwo wachsen die. Wir haben heute Morgen und vor 2 Tagen morgens Mangos gesammelt, ohne Ende. Die liegen irgendwo auf der Straße rum. Man kann sie einsammeln und dann zu einem Drink machen. Und die schmecken mega lecker. Richtig süße, leckere Mangos. Aber hier finde ich jetzt gerade nichts. Nee, weiter gehe ich jetzt nicht. Also ich habe ja gelesen, dass es auf Martinique ganz, ganz viele giftige Schlangen gibt. Und Spinnen erst recht, die sollen in den Bäumen sein. Das ist jetzt nicht so mein Problem, aber Dominik hat ja eine Spinnenphobie und ich habe eher so die Schlangenphobie. Ich hasse Schlangen. Und wie gesagt, es soll hier einige geben. Ich sehe nämlich unten schon eine riesen Schnecke, aber Schnecken sind jetzt ja nicht so schlimm. Aber da, wo Schnecken sind, sind bestimmt auch Schlangen. Ach so. Dominik geht an die Grenzen. Wir sind ja so hoch, dass die Wolken direkt über uns sind. Und mit der Drohne rein, könnt ihr gleich mal sehen, das sieht schon irgendwie spektakulär aus.
So, noch schnell was kaufen, weil was zu essen gab es da am Strand nicht. Wir konnten zwar schön den Sonnenuntergang angucken, aber ja, irgendwie war die Küche kalt. Egal. Besorgen wir uns noch was zu essen. Das sieht ja wirklich aus wie echt, ist aber Plastik. Cool. Ja, schon mal gesehen. Okay, das war ein kleiner Einkauf. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen und jetzt geht's zurück. So, angekommen. Es war doch ein recht langer Tag. Wir waren noch schön einkaufen, hat er sich gestoßen. Oh. Und guck mal, was wir gekauft haben. Wir haben Blutwurst, das ist so Martinique-Blutwurst, das ist so ein Traditionsessen hier. Und 2 Steaks, weil wir, wie gesagt, in diesem Restaurant nichts gefunden haben. Das grillen wir schnell auf unserem Grill, den es hier dazu gibt, in dem Airbnb, in der Villa Tim. Was wir eigentlich ziemlich cool finden. Habt ihr gesehen? Leider ist es jetzt dunkel, aber habt ihr heute Morgen ja gesehen. Der Blick über die Inseln und da hinten ist Fort de France. Wo wir heute durchgefahren sind, ja, war nicht drin, aber es ist halt eine typische Großstadt. Wirklich aufmachen, die balinesischen? Muss sie aussaugen. Nee. Doch, ich glaub schon. Aussaugen. Wenn ich das jetzt im Mund hätte, wer weiß, wie das schmeckt und dann habe ich es im Mund. Könnt jetzt mal Stefan zuschauen, wie er es aussaugt. Die Weißwürste in Bayern, die saugt er auch immer aus. Und die Da sind weiß viel- ich, was drin ist. Kenn ich. Kenn ich. Ja, lecker. Besser als in Bayern. Genehmigt. Lecker. Ja, wir hoffen mal, dass das Fleisch, also das Rindfleisch, das tatsächlich auch als hier von Martinique ist. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen aufwendig, es hier einzufliegen. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Der Grill ist gut. Ja, es regnet es auch wieder. Also es ist unglaublich. Das Wetter auf Martinique ist unberechenbar. Also heute Morgen habt ihr ja gesehen, haben wir den Tag völlig verregnet begonnen. Wir sind beim Laufen richtig nass geworden. Dann war es wieder sonnig und jetzt regnet es wieder. Naja, so ist es nun mal hier. Ich würde sagen, wir essen noch unser Steak auf und lassen den Abend dann ausklingen. Müssen noch ein bisschen was tun und sagen euch vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog. Wir sind auf Martinique. Ihr habt vielleicht auch schon unsere anderen Vlogs gesehen. Wir hatten Peking, wir hatten Bali. Bali war ein ganz toller Tag. Wir hatten Shanghai und wir hatten Osaka. Osaka ist auch ganz nett geworden. Also wir haben eine ganze Menge an Auswahl. Sollte euch das nicht interessieren, haben wir noch die Flight Reports und die Trip Reports. Aber ich denke, für jeden ist was dabei bei uns. Am besten drückt ihr mal auf das i auf unseren Kanal oder schaut mal ein bisschen durch. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video dann. Tschö.